Herzlich willkommen bei Software Inc. und unseren Abenteuern rund um unsere drei Supergründer Todd Forward, Gabe Newell, Peter Molyneux. Herzlich willkommen YouTube. Wir machen heute ein bisschen weiter bei unserem Let's Play zu Software Inc. Haben wir mal eine Folge schon gehabt, die findet ihr auf YouTube. Ansonsten starten wir einfach mal rein und gucken, was los ist bei unserer kleinen Softwarefirma. Wir sind auf Pause, ja. Wir sind auf Pause. Kleines Intro. Also, hier ist unser super cooles, viel zu kleines Büro. Wir haben 3 Top-Entwickler am Start. Die stelle ich euch kurz vor. Wir haben zum einen Peter Molyneux. Zufällige Ähnlichkeit mit anderen berühmten Personen. Rein zufällig natürlich. Ihr seht schon, hier ist er gut entwickelt. Ja. Zum Gründerteam gehört noch mit dazu Todd Forward. Auch den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Das geht hier auch zum Beispiel. Employee Details, ebenfalls ein Top-Entwickler. Ein bisschen mehr auf 2D spezialisiert im Vergleich zu Peter. Und wir haben natürlich, last but not least, Gabe Newell. Ebenfalls tippitoppi am Start, super effektiv. Und was haben die 3 Jungs in ihrer kleinen Startup-Klitsche bisher so gemacht? Wir haben noch nicht so arg viel bisher verbrochen. Insofern, wir haben unser erstes Spiel rausgehauen auf dem Markt. Popular Scout Game. Seht ihr hier, 3000 aktive Nutzer. Wir lassen es mal langsam laufen. Bumm. Und porten es gerade auf ein anderes Betriebssystem. Hier seht ihr unser Büro. Das ist hier dieses kleine lilane Ungetüm. Die Räume können wir uns noch dazu mieten. Das wird heute ein bisschen auf dem Programm stehen. Für alle, die Software Inc. noch nicht kennen, wie können wir es beschreiben? Das ist ein sehr cooles Tycoon-Game. Ich habe da locker über 100 Stunden versenkt. Was macht man? Man baut im Prinzip eine Software-Hardware-Company auf. From the scratch, also aus den bescheidensten Anfängen ever, wie ihr hier seht. Gabe kümmert sich, sieht man hier schön an den Telefonsymbolen, hier um den Support. Soll aber eigentlich nicht machen, er soll lieber portieren. Alle Teams sind zugewiesen. Jeder hat sein eigenes Team, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Im Endeffekt, die 3 Grazien sind so turbogute Programmierer und Entwickler und Lead-Designer und alles in einer Person, dass sie ein Einzelbüro wollen. Und um ein bisschen Kosten zu sparen, haben wir natürlich nicht jeweils ein Büro angemietet, sondern sie teilen sich's auf in einem 3-Schicht-System. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Tempo hoch. Hier wird endlich mal wieder gecodet, das ist doch ein Träumchen. Noch ein kleiner Überblick, was ist sonst noch? Also hier seht ihr den Progress oder den Fortschritt an diesem grünen Balken. Der wird über die Zeit hier rüber gehen, dann ist der Port fertig. Hier unten seht ihr den Support. Wir haben 4 Anfragen in einer Queue. 217 Bugs haben wir schon gefixt und 239 sind verified. Man kann ja auch ein Update machen. Brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Die Prio ist erstmal Vollgas auf dem Port. Da gehen wir jetzt auch Prio hier ein bisschen nach oben, dass hier was vorangeht und schauen Peter ein bisschen beim Arbeiten zu. Geld haben wir jetzt mal wieder ein bisschen, das ist cool. Am Anfang haben wir uns hier unten mit Contract Work, Auftragsarbeiten, der goldene Nase ist ein bisschen großes Wort, aber ein bisschen Geld dazu verdient. Ihr seht schon, hier ist einiges im Angebot. Über die Reputation hier oben bekommt man Geld dazu, Reputation dazu, und je höher die Reputation, je höher sie ist, desto bessere Aufträge stehen am Start. Hier seht ihr schon, wir können hier eine halbe Mille für Halleluja. Ein Embedded System. Wir bräuchten aber Assembly Lines. Das ist der Hardware-Faktor. Im Vergleich zu, nennen wir es mal Game Dev Tycoon, kann man nämlich hier unter anderem auch hübsche Hardware bauen, entwerfen und Maschinen produzieren lassen. Also geht deutlich tiefer und darum gefällt es mir auch deutlich besser. Jo, so weit, so gut. Mal ein bisschen für das Intro. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier so geht bei den 3 Jungs. Überlegung ist, dass wir jetzt vielleicht mal noch ein zweites Büro hinzumieten und dort Teams reinsetzen oder weitere Entwickler. Gucken wir mal, was sie kosten. Ja, die sind ungefähr gleich teuer. Dann nehmen wir das Büro gegenüber und leihen es mal dazu. So einfach geht das. Dann brauchen wir hier natürlich auch sowas hier. Nämlich Ausstattung. Die kopieren wir uns mal. Duplicate. Sparen uns ein bisschen Zeit. Und machen hier mal ebenfalls, machen wir mal 2 rein. Wollen sie nicht übertreiben am Anfang. So. Dann
Hätten wir das soweit? Die sollen hier drüben Kaffee holen. Wir brauchen sie nicht übertreiben. Einen Wasserspender bekommen sie. Den stellen wir auch hier in die Ecke. Und den Kaffee kriegen sie auch. Wir sind ja nicht so. Stellen wir schön da ins Eckbomb. Und einen Abfalleimer, damit es nicht immer so eine Sauerei hier ist. Aber vielleicht sind unsere anderen Entwickler ja auch nicht so hier. Was sagen? Verpesten die Umwelt nicht so wie die Jungs hier drüben. So, das sollte erstmal rein. Ach, Lichter brauchen wir noch. Stimmt, das wäre vorteilhaft. Da kommt eine Lampe hin. Gut ist. So, können wir aus dem Build-Mode raus. Habt ihr schon gesehen, Build-Mode ist ein bisschen wie, ich glaube, Sims 3 können wir es am ehesten vergleichen, aber wir sind schon im Bereich in der schönen neuen Welt der geschwungenen Formen. So, Leute einstellen, findet ihr hier unter HR. Wir hiren mal jemanden. Und zwar hiren wir einen Programmierer. Secondary. Ach komm, du darfst gerne noch ein Artist sein. Komm, Dings machen wir. Er soll ja natürlich sich gut verstehen mit seinem Chef. Immer hilfreich. Und wer bekommt jemand? Ich glaube, er darf in Peters Team. Schauen wir mal, was so da ist. Wir brauchen einen Trade, möchte ich gern. Fast Learner. Weil unsere Mitarbeitenden werden bei ihrer Tätigkeit besser. Hier seht ihr die Kompatibilität zum jeweiligen Teamlead. Na, schauen wir uns mal an, was wir so haben. Suzanne Blake, Brittany Villarreal, aha, gut. Immaculate. Das ist doch nett. Allerdings würde ich vielleicht sogar jemand günstiger nehmen wollen, oder? Bernardo. Oder nicht so der Burner. Ne, wir stellen sie jetzt mal ein. Hier können wir sie einstellen. Und ab dafür. So, jetzt müssen wir noch das Team verwalten. Hier ist Suzanne. Peters Team das Game. Jo. Schauen wir uns das Team an. Manage Team, Peters Team. 2 Leute drin, 131%, ja, zugehörig. Machen wir es mal ein bisschen größer. Kompatibilität. Schwieriges Wort, aber passt schon mal. Die gute Dame arbeitet jetzt und sie übernimmt automatisch die Tasks, die auf dem Team drauf sind. So, warum ist denn Gabe hier drüben? So haben wir. Machen wir das mal so. Assign Furniture Tool. Da ist Gabe. Der ist Assign. Das ist Peters und das ist der Stuhl von Kollege Dot Forward. So, jetzt hat jeder seinen eigenen Stuhl, das dann braucht. Und damit sollte eigentlich hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal, ach wohl, die Kollegin ist da. Jetzt sollte doch der Task hier deutlich schneller vorangehen, oder? Hoffen wir mal. Der Port. Sollen wir vielleicht noch, ja, ich könnte mir vorstellen, wir stellen noch jemand anders ein. Wir gehen jetzt mal richtig in die Vollen. Wir hiren noch jemand für das Team von Todd. So, begin looking. Oh Gottchen. Great. Jawohl, da ist jemand so richtig gut. Harmoniert richtig gut hier. Die negativen Trades kann man jetzt nicht so unbedingt. Gloria, stresst. Ah, die ist sehr stressanfällig. Jo. Alle gestresst. Starten wir mal als Skill. Kirby. Ne, das ist verkehrt sortiert, gell? Oder? Nö. Was ist mit ihm hier? Mit Bew, Kennedy. Ist noch ein einigermaßen. Ja, komm. Fast kleiner Stress, ein langsamer Esser. Ja, das ist okay. Du kommst auch noch mit ins Team und dann wird noch mal jemand angestellt für Gabes Team. So, Gabe, los geht's. Schau mal, ob du auch. Ja, ja, ist schon okay. So, Dele. Sind alles nicht so die Burner.
Aber das wird nachher besser und sie werden ja auch von alleine besser durch ihre Arbeit. Insofern, ach komm, heiern wir einfach mal Emma zu Gabe ins Team. So, jetzt hat jeder eigentlich Manage Teams 2 drin, jawohl. Können wir hier mal zu diesem ganzen Aufgaben verteilen, Spielchen noch rübergehen. So, Suzanne ist ein Artist Service, darf sie machen. Leader hatte ich eingestellt, also Peter leitet das Team. Hier haben wir Todd als Lead, sehr gut. Gabe auch als Lead, jawohl. Gut, damit sollte doch jetzt eigentlich, hoffentlich, was doppelt so viel Development Power am Start sein, um hier diesen Port mal fertig zu kriegen. Ach, ein Raum ist mal wieder nicht so schön. Gut, wir holen mal die Putzkolonne mal wieder. Die darf man einmal feucht durchwischen und gut ist. Bling, bling, bling. So, dann macht das mal eifrig, so ist schön. Jetzt sind sie alle recht langsam. Wir gehen mal ein bisschen vor, damit wir hier was sehen. Naja. Ich glaube, wir schieben ein kleines Update mal zwischendrin rein und machen ein paar Bugs weg, damit das Spiel sich besser verkauft. Ihr seht hier, 3250 Nutzer haben wir drauf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, fix die Bugs mal bitte, danke. Und dann kommt unser Port. Und dann schauen wir mal, ob uns die Kohle alle geht. Ja, wir gehen schon ein bisschen nach unten, aber sobald der Port hier auf das neue Betriebssystem fertig ist, haben wir eine neue Zielgruppe, top. Und die neue Zielgruppe bringt uns hoffentlich wieder ein paar Verkäufe für unser kleines Spiel. So, dann zeigen wir euch das mal noch hier. Details. Hier seht ihr den Verlauf der Verkäufe. Ja, wir droppen schon ein bisschen, das ist schlecht. Die Operating Systems, die drin sind, die Tools, die wir genutzt haben, die kann man auch selber programmieren. Lassen wir aber mal, wir sind momentan eher spezialisiert auf unsere lustigen Spielchen. Wir könnten noch ein Expansion Pack machen, aber erst steht der Port an. Der muss erstmal stehen. Und gegebenenfalls machen wir noch einen Port gleich. Aber first things first. So, Upgrade 82. Es geht dezent voran. Wir haben wieder ein bisschen Profit gemacht. Und zwar wo? Wahrscheinlich durch die Verkäufe. Gut, aber es wurscht. Der Port nähert sich langsam dem Ende. Ist gut. Wird allerdings höchstwahrscheinlich auch wieder ein paar Bugs mitbringen. So, komm. Bisschen schneller. Schneller ein bisschen. So, da haben wir ihn doch. Und ihr seht schon, pop. Mal schön nach oben gepoppt hier. Dann gucken wir mal, ob wir nochmal einen Port hinkriegen. Wo waren denn die jetzt? Hier. Oh, wir schieben das Update gleich hinterher. Ach, hier was versteckt, genau. Wir machen nochmal einen Port und zwar, das sind hier mal meine aktiven Nutzern. Portal 6 gibt schon, yeah. Also da geht echt einiges. So, unser Bugfix ist fertig, das ist doch schon mal was. Das muss weiter nach oben. Und dann könnten wir so dezent langsam mal fast daran denken,
neues Spiel zu programmieren. Oder ein kleines Expansion Pack, aber dafür ist so ein bisschen wenig Nutzerschaft in dem Spiel drin. Ich glaube, wir machen unser zweites. Wir können aber mal gucken, was wir hier so an Start kriegen. Develop Software, ein für Computer natürlich. Bleiben wir uns treu. Ein Game. Können wir noch machen. Was hat der Peter denn noch so alles verbrochen in seinem Leben? Falls wir ihn zum Lead Developer nehmen. Die große Frage. Gerne auch Meinungen, Wünsche. Solltet ihr welche haben? Sag gerne was. So, das tut sie so. Irgendwann mal ein bisschen geschaut, was wir noch so aus der alten Bullfrog-Ära nehmen können. Populous, wir können Theme Park machen, Dungeon Keeper. Mal so als Inspiration. Oder wir kümmern uns um das erste Elder Scrolls. So. Wie weit sind denn die Jungs? Sind alle Teams drauf? Yep. Oh, oh. Da müssen wir reagieren, das habe ich jetzt ganz vergessen. Wir müssen noch ein paar Kopien nachbestellen. Order Copies. Machen wir mal. Komm. Wie viel haben wir bisher drin im Markt? 4.000. Ja, 4.000 gehen schon weg. Kostet natürlich alles was. Ja, knapp nach oben. Sobald unser Port fertig ist, sollten wir doch da noch mehr Leute reinkriegen. Und vielleicht mehr Leute einstellen können. Der Port geht voran. Okay. Sind auch ein paar lustige Sachen dran. Wusste ich auch noch nicht. Todd Howard, The Terminator Future Shock. Kann man machen. Oh, oh, ein Lead-Designer hat schon wieder Problemchen. Was ist dein Problem? Ne? Ihr seid mir so Helden der Dichtkunst. Nö. Gabe hat kein Problem. Hat wieder Todd ein Problem. Oh, Unmet Demands. Was ist denn? Was ist denn ein privates Office? Er stellt sich an, ey. Na gut. Ist wie es ist. Ich habe mich ja dazu entschlossen, mit diesen Grazien zu arbeiten, also muss ich das halt wohl. Ach, Todd. Ich check's nicht. Du hast doch ja sogar einen Stuhl, oder nicht? Schauen wir mal die Schedules noch an. Der Manage Teams. Wo ist es denn, Schedule? Ja, ihr überschneidet euch nicht. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist gerade, aber ist wie es ist. Dann habt ihr halt ein Problem damit. Aber wie schon gesagt, wir kümmern uns um unseren Port. Hier können wir fast wieder einen Bugfix dazwischen schieben. Machen wir mal. Jetzt machen wir den Port, vielleicht noch ein kleines Update zwischendrin. Wie verkaufst du dich denn gerade so? Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ja, ist okay. Wir schicken ja schon jemand durch. Core Cleaning. Was ist jetzt los mit dir? Schauen wir mal kurz.
Thought forward. Jetzt ist alles wieder gut. Ja, man muss es nicht immer verstehen. Jetzt seht ihr so unseren schönen Park. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten eigentlich ein Spiel programmieren noch. Sind für Adventure Games berühmt, berüchtigt. Das ist doch was. Da, ne? Machen wir uns doch darum wahrscheinlich, oder? Game, nee, nicht Game Engine, Game. Bleibt mal bei dem oder machen wir mal sowas. Ja, komm. Schöne Beschreibung auch. Na komm, wir machen einen Plattformer. Das passt natürlich super. Und den darf diesmal Todd machen, oder? Komm, Todd macht einen Plattformer. So, was braucht denn unser Plattformer? Precision Movement natürlich. Customizable Characters machen wir. Hier seht ihr übrigens die Details. ETA, ein Jahr ungefähr Entwicklungszeit, wie viele Designer, Programmer und Artists drauf sollen, Kreativität, Interest im Markt, also wie wahrscheinlich wird das ganze Ding zum Hit. Das müssen wir jetzt für uns hier aber hier erst noch ein bisschen zusammenklicken. 3D-Grafiken, Hammernett. So, Quick Save, ja klar. Obwohl, nein, kommt ein Jump'n'Run. So, Audio. Wir haben Basic und Advanced Audio. Gut, das machen wir doch mit Sprites noch. Dann machen wir Pixel Art draus. Dynamische Hintergründe machen wir. Text Lightning will wir. Button wollen wir. Obwohl, handgezeichnet. Jo, why not? Why not? Geschichte kommt noch rein. Texture Mapping, Partikeleffekte. Bisschen Parallax-Scrolling für die coolen Hintergründe. Ja, natürlich ein super User Interface. Dafür ist total Forward, Entschuldigung. Natürlich auch weltbekannt. Parallax hatten wir doch eigentlich angemacht. So, ihr seht schon, das wahrscheinliche Interesse für dieses Spiel ist bei 83%. Das ist nicht so schlecht. Wir machen Shader noch drauf. Pixel Art Filter. Und doch ein Tutorial, komm, gib ihm. Und Dynamic Range Compression, ja, like it. So, Product Name. Nennen wir mal Super Todd Bros. Das wird nett. Das spüre ich, ich fühle es jetzt schon. Okay, das haben wir immer noch nicht, das Source Development. So, hier müssen wir mal uns deutlich moderner aufstellen. Cortex 4. Cortex 4. Dafür entwickeln wir das erstmal. Das ist ein Top. Riechen, so. Noch ein bisschen hindrehen, jo. Haben wir. Läuft und kann damit ab in die Entwicklung, zumindest grundlegend. Später, bin aber nicht so ein Freund davon, kann man das Ganze leicht automatisieren über das Projektmanagement. Aber interessiert mich jetzt erstmal noch nicht. Wir kümmern uns erstmal um unseren neuen Mega-Hit. Hoffentlich. So, dann soll sie sich prioritär um den Port kümmern, um den letzten. Ne? Mit zweithöchster Prio um die Designphase für unser neues Super Jump'n'Run Plattformer und ja, ein bisschen Support können wir schon auch noch machen. Schadet nicht. Dieses Regal übrigens wird auch mal dupliziert und ihr bekommt auch ein schickes Regal hier mit Fortbildungsliteratur und was weiß denn ich noch alles. So, läuft.
Eigentlich auch noch ein bisschen hochdrehen, gell? Damit der Port mal fertig wird. Während die Waschbären bei uns ums Haus ziehen. So, der Port ist auch gleich durch. Danach machen wir noch einen Bugfix, oder? Lead Designer ist schon wieder unglücklich. Lass mich raten. Ach, und unsere Mitarbeitenden sind jetzt schon mal krank. Was ist denn los? Hab doch noch ganz gemütliche Schichten hier. In der Tat, ein paar Dutzend Bugs haben wir wohl am Start hier unten. Aber wie gesagt, zuerst mal der Port, dann das Bugfix, jawohl. Drin ist er. Dann machen wir doch ein Update mal wieder. Wir machen ein paar Bugs weg. War es gut? Einige. Da ist einiges da. Läuft. Ist gleich durch. Und dann haben wir schon mal wieder ein paar Bugs erschlagen. Sehr schön. 200.000 haben wir jetzt schon. Das ist doch nicht so schlecht. Not so bad. Überlegung ist, ob wir uns gleich noch ein paar Mitarbeiter gönnen, um es ein bisschen voranzutreiben. Das werden wir auch tun. Nämlich einen Designer für das Team von Todd erstmal, oder? Todds Team soll. Jawohl, great. Great. Ja, ja, ja. Jetzt so. Aber ja, der ist. Die. Sie ist Skill Cut Software Games. Oh ja. Im Bereich System halt ziemlich scheiße, dafür kann er auch noch ein bisschen was designen. Haben wir jemand, der alles kann vielleicht und gleichzeitig Game und gleichzeitig ein bisschen einen Artist spielen kann? Ah, da war noch jemand. Game Engine. Alberta. Ja. Ne, das kriegen wir scheinbar nicht als Mischung. Na gut. Kommen wir nochmal oben. Hier. Sarah. Ist schon relativ alt, gell? Komm, Jody. Welcome aboard. So. Dann schauen wir uns das Team mal gleich an. Todd's Team. Manage Pro, das war es, genau. Jody war, glaube ich, keine Entwicklerin, sondern eher Designer Artist. You oder whatever. Service sollen sie alle machen. Ach, ihr macht alle alles noch, komm. Wurscht. So ist es halt im Startup. Man muss sich um alles kümmern. Da können wir ein bisschen aufs Tempo drücken. Während wir die Kohle rausballern hier. So, können wir uns wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen Sauberkeit leisten. Wunderschön. Ah, du bist gleich neues Geld. 1,9%. Reject. Erstmal müssen wir die Kohle zusammenhalten. Insofern, sorry. Aber die Gehaltserhöhung gibt es jetzt noch nicht. Guck mal, können wir das nochmal porten auf was Neues? Ja. Auf Badger OS. Nochmal 200.000 mehr Menschen. Ja, komm, gönnen wir uns auch noch. Den machen wir zuerst. Import. So ist das doch schön. Ein paar Bugs haben wir auch schon wieder angesammelt. So, rechts ist das Büro. Tots Team ist am Start. Gucken wir mal, ob ihr schnell seid. Ja, es geht doch ein bisschen voran.
Ist das schön. Ach komm, Gabe bekommt auch noch jemand. Du kannst Games designen. Irgendwas? Nein, fällt mir noch nicht. Bei Employees, Games, Team Designer und Programmer. Schauen wir mal. Ach ja, da guckst du. Stefan, Armen. Du bist doch gar nicht so scheiße. Anthony, hallo. Willkommen an Bord, ihr Bollinger. Doch schön. Hm. Messages. Ach, diese Sam ist schon wieder krank. Wunderbar. Danke fürs Gespräch. Ach ja. Achso, den Urlaub stimmt, den muss ich irgendwann mal, wenn das Team größer wird, noch verwalten. Man kann nämlich seine Mitarbeitenden zu einer bestimmten Zeit oder eben komplett random in den Urlaub gehen lassen. Ne? Dann vor allem bei größeren und mehreren Teams ein bisschen ein Problem. Oh, hier unten sollten wir machen einen Bugfix zwischendrin. Was? Gross, was ist denn da los? Wer bist du? Ja, ja. Wir schieben den Bugfix mal auf Prio 1. Weg damit. Viele Nutzer sind zwar nicht in unserem Programm drin, das wird wahrscheinlich auch der letzte sein, glaube ich. Wenn es so weitergeht, kann es uns durchaus passieren, dass wir noch mal ein bisschen Auftragsarbeit machen müssen. Weil jetzt wird die Kohle wieder krass nach unten droppen, wenn wir keine Verkäufe machen. Und noch, ja, die Kurve ist relativ bescheiden. Oh, eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Refunds. Und das in den wilden 80ern, dass es da schon Refunds gab, wäre schön. Ich kann mich da an was anderes erinnern. Wenn Sie diese Packung öffnen, ist sie vom Umtausch ausgeschlossen. Das ist meine Erinnerung an die 80er Jahre und Gaming. Ein neues Feature wurde entdeckt, hier Wollinger. Eine Physics Engine, Visual Effects, Relational. Okay, vielleicht können wir da irgendwann mal auch noch einsteigen. Aber erstmal mit diesem kleinen Team nehmen wir einfach andere Frameworks und nutzen die, bevor wir dann da auch noch mit einsteigen. So, das macht unser Bugfix. Der nähert sich dem Ende, aber es kommen halt immer neue Bugs rein, ja. No jo. Komm, abschließen. Danke. So, was machen unsere anderen Tasks? Der Port geht so. Schauen wir die Teams an. Compiler bekommt dann auch noch jemand dazu. Das ist ja unfair. Peters Team. So, Peter, go for it. Wen haben wir da?
Aha, hier hat man noch jemanden. Reggie. Reggie Baldwin. 2D kannst du nicht. Nein, da. Welcome to the team. Ach, wir haben schon wieder Beschwerden, weil die Räume so verdreckt sind. Nein. Kriegen wir schon. Gut. So, wie doch, hier ist wieder gute Laune. Gabes Team. 85% Effizienz. Nö, Gabes Team 145%. Das ist schön. Hm, hm. Go, 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 go. Ist ein bisschen gefühlt sehr langsam der Progress, aber es sind noch einige Leute im Urlaub, haben wir ja schon gesehen. Ne? Gut, die erste Iteration von Super Top Bros ist langsam durch. Wir werden 2 Iterationen machen. Mindestens. Wäre der Port aber lieber. Ja, wir drehen ihn noch weiter hoch. Hier unten sieht man immer, ob jemand quasi nichts zu tun hat. Das ist momentan definitiv nicht der Fall. Alle sind gut beschäftigt. Immer noch Bugs im Produkt Elite Design. Oh Gott. Das ist mit Peter ja auch ein Problem. Ah, der Lärm macht ihm zu schaffen. Ja, ja, ist okay. It's okay. Es gibt hier noch so ein paar so Lärmschutzkacheln hin. Die auch. So, mal schauen, ob eure Bedürfnisse dann besser erfüllt werden hier. Oh, der Port ist durch. Stimmt, Entschuldigung. Haben wir jetzt komplett übersehen. Dann schieben wir noch ein kleines ab. Oh, ein neues System ist da. Dann machen wir noch ein größeres Update. Hoffen wir, dass wir noch ein paar Verkäufe machen. Glaube. Dachte ich mir schon. Aber den können wir eigentlich verkaufen, oder? Ja, ist wurscht. Wir gönnen unseren Lead-Developern einfach mal einen eigenen Kühlschrank. Sind die Verkäufe jetzt wieder leicht nach oben? Nein. Ja, wäre auch schon warum. Für alle, die es beim letzten Mal nicht gesehen haben. Der Review-Score, also die Beurteilung unseres Spiels ist ziemlich bescheiden. 1300 haben wir noch in Stock, das wird wahrscheinlich reichen. Ach ja, der Raum ist schon wieder dreckig. Ach, dreh mal ein bisschen hoch, komm. So, dann wieder die komplette Workforce drauf auf unseren neuen Hit, die Super Top Brothers. Hm? Ach ja, immer. Komplett nochmal Cleaning.
Gott, jetzt geht die Kohle schon wieder ziemlich langsam, aber sicher zu Neige. Machen wir doch mal einen kleinen Auftrag zwischendrin. Die Game Assets, aber die machen wir. Eine Entwicklung kriegt, los geht's. Das Schöne ist, wie soll ich das erklären, im Prinzip, ihr seht ja, wir haben unterschiedliche Phasen. Hier wird entwickelt, hier wird designt und hier ist Support zu leisten. Ist auch an den Farben ganz gut zu erkennen. Im Endeffekt heißt das für die Teams, wenn sie assigned sind, sie kümmern sich zuerst um ihre prioritäre Aufgabe, bei der sie was können. Sollten Menschen übrig sein, die zum Beispiel den Skill nicht besitzen, kümmern sie sich automatisch um das nächstwichtigere Projekt. Ach ja, ihr seid auch so Knaller, ey. Last month. Machen wir es fertig. Und das werdet ihr schon hinkriegen, oder? Hallo? Bisschen schneller, bitte. Der Progress ist echt schlumpfig. Leider. Nur noch einen Tag. Für Banana Boat Game Assets. Schau mal. Good day, aber das geht mal schon noch raus. Gott, die sind schon wieder krank, ey. Wahnsinn. Na gut. Was ist hier los? Dann kümmern wir uns mal, da ist die Lampe kaputt. Darf mal der Hausmeister kommen? Dann können wir wieder ein bisschen aufdrehen. Und unser Auftrag ist bald fertig. Jetzt, wir promoten das. Und wir finishen das einfach. Ja, ja, passt schon. Outstanding Quality, das ist das schön. Können wir gleich nochmal was annehmen. Ein Embedded System. Wir haben keine Assembly Line. Ach ja, komm, nochmal. Sollen Sie sich drum kümmern? Bum, bum. Lamborghini. Mama. Parallel kann ja immer noch an Super Todd Brothers. Machen wir es einfach gleich mal so. Die Super Todd Brüder. Die Todd Brüder? Nein. Auch hier wieder zufällige Übereinstimmungen rein. Zufällig. Wie immer. Apropos, Populus. Bei dem Schnee treiben, wo ist meine Maus hin? Wie viel verkauft? Oh, das war ja relativ stabil sogar. 11.000 Units in Summe verkauft. Nein. Überlegt gerade die ganze Zeit, ob wir noch ein Expansion Pack hinterher knallen. Nein. Nein. Ja, das ist euer Problem. Wir sind fast pleite. So nicht. Geht leider nicht. Ihr werdet schon noch am Erfolg beteiligt, sobald wir mal Erfolg haben. So,
So, unsere Logistik-Applikation für Lamborghini nähert sich auch lang. Oh, der Winter ist da. Wunderbar. Also richtig. Oh, das kann daraus mal entwickelt werden. Gehen wieder ein bisschen hoch und hoffen, dass die fertig kriegen. Ja gut, in 5 Tagen. Ich sage jetzt mal, das muss machbar sein. Arbeitet niemand? Doch, jetzt. Und hier ist eigentlich... Oh, aha. Ach ja, ja. Ich glaube, wir können die Top Pro langsam in die Entwicklung geben. Wieder mal die Putzlaune. Junge Möglichkeiten, die Laune zu heben, haben wir aber aktuell nicht. Können wir noch ein bisschen Deko geben? Vielleicht hilft's. Drei Tage für die Lamborghini-Geschichte. Ja, leider doch eigentlich durch, oder? Dann ab dafür. In die Entwicklung. Reached Alpha. Ja, ja, ich weiß. Bis wir da Alpha schon haben. Warte mal, wo sind wir denn? Januar 83, 84. Schaffen wir das in dem Jahr? Also, ein bisschen Anspruch muss schon sein. Und das Marketing übernimmt wieder Todds Team. Eigene Spiele muss man nämlich entsprechend bewerben, damit was geht. Hei, hei, hei. Wir gehen was nach unten. Hier müssen wir nachher mal ein Review machen. Muss aber erstmal noch ein bisschen die Leute schaffen auf dem Projekt. Den Lamborghini-Deal machen wir fertig. Und dann Promote. Finish. Oh. Outstanding Quality, das ist doch schön. Schaffen wir das. Strafen? Ja, es gibt Strafen. Dann sparen wir es uns mal. Gucken mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich glaube mal so eine, machen wir mal so bei 25% Art Completion. Ne? Das erste User Review. Das wird uns allerdings eine Menge Geld kosten, aber es erhöht einfach Qualität und Market Fit deutlich. Hier werden sie schon brav gesammelt und dann schauen wir mal, was so der Ersteindruck ist unserer Reviewer. Ich hoffe nicht zu bitter. Finish. Johoi. Schönes Ding. Huiuiui. Todd. Bin begeistert. Das sieht nach einem guten Spiel aus, was du da gerade verbrichst. Mal die Iteration. Und dann können wir da eigentlich gut weitercoden.
Ja, Room ist wieder dirty. Furniture has been unlocked. Was ist denn da los? EBS-Game und Mona. Ja. Schön. Finish. So, weiter geht's im Programm. Um den Press Release kümmert sich natürlich Todd höchstpersönlich. Mit Marketing kennt er sich ein bisschen aus. Und großen Versprechungen. Schauen wir mal, ob er liefern kann. Oder ob wir uns in die nächste Entwicklungshölle begeben und 10 Jahre lang an diesem Spiel rumcoden. Grüße. So, wo sind wir denn? Hier ist Progress. Aber auch etwas bescheidenerweise haben wir langsam kein Geld mehr. Ja, wir müssen es jetzt einfach mal dazwischen schieben. Das ist jetzt wurscht drauf. Genau, und zwar Vollgas für Chrysler. Vollgas. Oh. Ob wir das hinkriegen in 9 Tagen, aber das könnte durchaus machbar sein, oder? Könnten wir auch mal den Support einstellen. Verkaufen wir dich nicht. Ach komm. Wir lassen es noch ein bisschen. Oh oh. Hier oben geht es mal richtig schön runter. Unschön. Wir stellen den Support ein. Wir brauchen die Ressourcen auf unserer Auftragsarbeit und auf unserem zweiten großen Spiel. Nur noch knapp 96k am Start. Das ist jetzt nicht so der Burner. Aber wir haben natürlich jetzt auch einiges hier an Ausgaben bei uns noch mit dazu gepackt. Nicht zuletzt unseren neuen Programmierer, Designer, Künstler. Wieder hier das, oh, das ist auch schon wieder ein einziger Verhau. Ja, da kümmern wir uns drum erstmal wieder. Danke, einmal sauber machen und Laune heben. Super. Und Chrysler geht zumindest mal voran. Das ist gut. Access, oh ja. Da sehen wir schon, die Balance, sie geht nach unten. Die Timeline. Release Populous, ja, unser erstes Spiel. Manche was. Aber die 80er sind halt kein Zuckerschlecken. Zumindest, wir nähern sich dem Ende dieser Phase an. Designphase, dann sage ich mal, das kriegen wir hin. Bremsen uns selber halt ein bisschen aus, aber mein Gott, das ist jetzt erstmal ein bisschen nebensächlich. Wir brauchen hier deutlich mehr. Oh, oh, das haben wir übersehen. So viel Qualität braucht man nicht reinstecken in das Projekt. Ja, hier immer mit eurem Demand, gell. Okay, was haben wir denn da? So krass Ausgaben. Das ist natürlich ungeil. Was hat denn hier so viel gekostet? Lizenzen. Natürlich der Lohn, ja. Distributionskosten, ja, okay. Maintenance. Gottchen, Bills. Da ging einiges weg. Sag mal. Na gut. Hilft nichts. Ja, jetzt kommt, nervt mich nicht. Seid unzufrieden, ich hab's verstanden. War auch nicht zu überhören. Aber wir können uns mit diesem Kontostand momentan keine größeren Mitarbeiter-Benefits leisten. Apropos, hier seht ihr das Mitarbeitermenü. Ach komm, geben wir ihnen einen Weihnachtsbonus. Vielleicht ist dann ja mal irgendwie gute Laune. Oder? Food, Night Shift Compensation. Nee.
Das gönnen wir uns mal. Das klingt ja. Machen wir halt doch ein bisschen was für die Mitarbeiterbindung. Irgendwie geht der Task von Chrysler jetzt auch nicht so mega schnell voran. Überschaubar. Etwas überschaubar leider. Ja. Schauen wir nochmal, wie geht es hier voran? Kleine Summe. Das ist nicht so schön. Tempo runter, wir brauchen Geld. Ja, dann müssen wir aber einen Kredit aufnehmen. Ja, schon einiges. Über Maximum. Nehmen wir mal eine halbe Mille auf und strecken sie über Klauen. Länger, länger, länger. Life alone. Jetzt mal alle kurz machen, wir brauchen Geld. Ein bisschen Geld kriegen wir auch rein hier durch den Auftragsjob bei Chrysler, aber der muss halt auch erstmal fertig werden, gell? Dann macht mal ein bisschen ran, was ist denn da los? Drehen wir das mal runter. Gott, sind wir langsam, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Putzfrau. You can't afford this, ja, danke. Komm, macht mal ran, das gibt's ja nicht, ey. Die sind einfach brutal langsam, ey. Oder hauen wir es einfach raus? Ja. Wir gucken, dass wir möglichst weit kommen. So, heute muss Chrysler fertig werden. Und auch unsere. Ach ja, und das raus, das muss raus. Remote, Finish, mal schauen, wie schlimm es ist. Outstanding Quality. Gut. Das hilft uns ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wir brauchen unbedingt diesen Lohn bis heute Abend. Irgendwas sagt mir, das schaffen wir nicht. Gib mal was Kleines dazwischen. Ja. Jetzt soll man den Quick Loan nehmen. Oh, das geht.
Wir lassen ihn erstmal. Schauen wir mal. Oh, da haben wir ihn schon genommen. Gut. Ist wie es ist. Gut. Dann haben wir zumindest jetzt mal wieder ein bisschen Geld über. So, ja, die Auftragsarbeit ist doch gar nicht so schlecht. Gönnen wir uns hier noch ein Review? Währenddessen, ja, wir gönnen uns nochmal ein Review. Wir haben jetzt ein bisschen Geld von der Bank. Wir kümmern uns schon mal um so was Schönes zwischendrin kümmern und die Qualität hochziehen von unserem Spiel. Gut, fertig ist es. Noch eine Iteration. Kreativität ist hochgradig gut. Super top. Erwartet man gar nicht von dir. So, die Iteration läuft. Der Task für Fiat ist fast fertig. Ja, geht in die Entwicklung. Ja, ja, passt schon. Duration ist fast durch. Das Ding von Fiat muss halt heute auch rausgehen. Oh Mann. Hier noch ein bisschen höher. Wird da eigentlich fertig sein, oder? Ja. Gut, dann wieder Vollgas auf Fiat bis heute Abend. Oh ja, apropos heute Abend. Ist eigentlich gleich. Hihi. Das wird ein knappes Ding. Dann schafft es dort. Nee, Mist. Ja, wir werden wohl zu spät kommen, aber wir machen es dafür gescheit. Mal gucken, was die größere Strafe ist. Ein Tag zu spät, ja, ja. Noch ein bisschen runter in der Prio. Achso, jetzt können wir uns mal die Putzleute wieder leisten. Was ist hier passiert? Education. Jemand kann fortgebildet werden. Peter Molyneux. Was kannst du denn? Krieg ich dich jetzt weg? Nee, wir machen erst den Task noch fertig. Oh, und schon wieder ein Tag vorbei. Ohne großen Fortschritt leider. Machen wir bis kurz vor 12. So, bumm. Dann kommt das Ding raus. Promote. Finish. Schau mal, wie schlimm es ist. Nee. Einigermaßen okay. Jetzt schicken wir mal Peter auf eine Fortbildung. Was darfst du denn dazu lernen? Du bist ein guter Künstler fürs System. Whatever. Mhm. Sind wir leider hochgradig verschuldet, gell?
Insofern würde ich es wahrscheinlich damit heute mal für diese Episode belassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Findet das Spiel genauso cool wie ich? Wenn ja, das Let's Play ist auf YouTube. Das sollte die zweite Folge sein, also stürzt euch da gerne mit rein. Wenn es euch gefällt, kommentiert gerne, teilt es, gebt mir ein Abo, wenn ihr lustig seid und immer auf dem Laufenden bleiben wollt zu lustigen kleinen Strategiespielen wie dem hier oder anderen. Wir haben noch zum Beispiel ein Space Haven Let's Play, Going Medieval, einige Tests von coolen Demos. Ja, und so wird das weitergehen. Insofern würde ich mich darüber freuen. Wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ja, und eine gute Zeit. Macht's es gut. Ciao.